Ach so, ich bin schon auf der zweiten Kamera. Ups, die wollte ich eigentlich. Mit der. Oh, jetzt höre ich mich gerade selber. Das machen wir mal lieber aus. Ja. So, jetzt sind wir online. Moin ihr Landratten und ihr Seebären, herzlich willkommen. Hier ist wieder Hamburg Hafen Live, heute mal wieder vom Bubendei-Ufer. Ein kleiner verkappter Teststream ist das, nachdem ich gestern ein paar Übertragungsprobleme hatte. Muss ich heute das Ganze nochmal verifizieren, ob die hier standortabhängig sind. Also geändert habe ich nichts, aber einfach mal gucken, ob es immer noch ein paar Probleme gibt. Ja, ich hoffe mal, dass es soweit erstmal alles ganz gut funktioniert. Und wir fangen an mit einem kleinen Bulker, der hier direkt auf uns zukommt. Deshalb auch der obligatorische Frühstart. Die Ludolf-Ufer klingt besser. Naja, so einnehmend will ich nicht sein. So einnehmend wollen wir doch mal nicht sein. Das ist etwas übertrieben. Das ist ein kleines bisschen übertrieben. Das muss nicht sein. Nein, nein. Ganz so krass ist es noch nicht. Nein. Ja, Lufthansa steht schon in den Startlöchern. Kann also gleich irgendwann auch aufsteigen. Und heute haben wir übrigens den Peter 1887 an Bord von AIDA Prima. Und ja, ich dachte mir, das können wir uns doch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Also Peter, ein langes Mitglied schon, geschätztes Mitglied der Community. Da müssen wir doch auf jeden Fall gemeinsam winken und Tschüss sagen, oder? Ich würde sagen, ja, wir bringen erstmal den Vogel in die Luft, bevor die nächste Fähre kommt. Akkus sind eigentlich soweit alle voll. Gucken wir mal, ob die Starterlaubnis Lufthansa funktioniert. 1, wind 040 degrees, 5 knots, Dann runway kann das hier schon mal 05, cleared for losgehen. takeoff. So, gleich mal gucken, ob ich ein Bild habe auf der Drohne. Oh, das ist so windstill gerade, ey. Ich höre die Drohne noch in weiter Entfernung. So, Matze sagt, schön, dass ich wieder auf Sendung bin. Ja, danke, danke. Joch, so ist doch eigentlich fast täglich mittlerweile. Hin und wieder mal ein kleiner Tag Pause, der muss auf jeden Fall sein. Ohne dem geht es natürlich nicht. Ja, und die Cruise Days, die werfen natürlich jetzt ihre Schatten voraus. Ne? Hatte heute noch mal ein kleines Telefonat deswegen. Und wir sind eigentlich ganz gut gewappnet. Also ich freue mich schon auf das, was da kommt bei den Cruise Days dieses Jahr. Jo. Mal gucken. Oh, da haben wir eigentlich ein Bild, oder? Da stehe ich, ihr Lieben. So, erstmal etwas eingrooven. Ja, und dann geben wir mal allen etwas Zeit, dass sie reinkommen können. War ja ein etwas überhasteter Start. Naja, für 16:45 angekündigt. Ein paar Minuten eher. Aber jetzt ist es ja auch schon 16:45, beziehungsweise 46. Jo. Freie Tage sind eine Qual, Entzugserscheinung. Ja, das ist lieb. Das ist ganz lieb. Vielen, vielen Dank.
Geht schon wieder gut los hier, Mike. Angebot Fischeis mit Heringsgeschmack. Ja, Hering ist definitiv eine gute Geschmacksrichtung. Also Eis nehme ich ja gerne auch als Räucheraal ansonsten. Ne? Red Gecko, 1 Jahr bei uns auf Twitch dabei. Vielen Dank, mein Lieber. Danke für das Sub. Yves haut schon wieder 10 Euro raus. Yves aus Luxemburg, Mensch, ganz dickes Dankeschön. Danke, danke. Und Janni Hahn jetzt auf der Speicherstadt wieder dabei. Danke dir auch vielmals. Lamayana, 6 Monate auf Twitch. Dankeschön, ihr Lieben. Ach, diese Ruhe hier ist einfach entspannt. Die ist einfach entspannend. Leute, Leute. Ja, wir werden mal gucken, was uns nach der AIDA noch erwartet. Es sollen noch 2 Containerschiffe rausgehen, aber es dauert ein bisschen. Müssen wir mal schauen, wie Lust und Laune nachher so sind. Wetter, Licht, tolles Licht. Ich hoffe ja ein bisschen darauf, dass wir mal wieder einen schönen Sonnenuntergang bekommen. Das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich Bock drauf hätte. Kurze Frage mal, Ton soweit in Ordnung? Passt das alles? Ist das gut verständlich? Ich habe natürlich mal wieder gefummelt etwas. Jo. Ah, Tanja ist jetzt auch da. Schön. Ja, Tanja wollte eventuell noch nachkommen, aber die hat so viel zu tun zu Hause. Also die ist echt am Rotieren die ganze Zeit. Also ohne Tanja im Backoffice und ohne dass die mir den Rücken frei hält, wäre das echt hier alles nicht möglich. Also da muss man definitiv, oder muss ich definitiv immer wieder ein fettes Dankeschön aussprechen. Da ist der Michel unterwegs. Würde ja passen, dass er zu dem Bulka fährt. Tandoori, auch an dich. Dankeschön für 10 Monate. Juveline-Tag 7 Monate. Und Rea Strickliesel, hallo meine Liebe, danke für 8 Monate. Außerdem Hansi, kein Stream ohne Hansi. Ja, ja. Ist der Bulka auf Diät? Naja, der Bulka ist halt wahrscheinlich leer. Ne? Also es ist ja halt so, ist nicht wie bei Containerschiffen, da gibt es eigentlich halb voll, halb leer. Also die haben einen Startpunkt, einen Zielpunkt und ja, am Startpunkt wird er voll gemacht, am Zielpunkt wird er leer gemacht. Ne? Das ist eigentlich immer so der Punkt. Deshalb sieht man sie entweder meistens voll beladen oder ganz leer. Brigitte, moin meine Liebe, gleich schon mal eine verschenkte Mitgliedschaft. Klausi hat ein Segelschiff entdeckt, aber es kann sein, dass da hinten ein paar Segler unterwegs sind, also meistens irgendwo so in der Nähe von Wedel, da sieht man natürlich ganz gerne mal ein paar Segler. So, wer ist denn hier? Unsere Freunde, unsere besten Freunde. Die Aufpasser auf der Elbe. Die WS 35. Ist das Afrika-Heft oder Amerika-Heft? Ich verwechsel die immer. Ob Tanja heute den Skolze macht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also die Maschine kann doch keiner ersetzen. Ach, Santa Clara geht auch noch raus, sagt Ute. Sag mal, unten eine Evergreen, Everglobe oder so. Kann das sein, dass wir die auch noch auf der Liste haben, Ute? Magst du mal nachschauen? Und Michael Keller jetzt auf dem Fischmarkt. Michael, vielen, vielen Dank dafür. Manuela verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Leute, ihr seid schon wieder krass, echt. Ihr seid schon wieder echt krass. Moin. Ach, hier ist schon wieder was los. Die ersten Gäste treffen schon ein.
So, da wir hier eine Fähre haben, machen wir mal den Schwenk. Oh, was haben wir da denn? Oh. Ach, das ist eine von diesen, von den Airbus-eigenen Chartermaschinen, ne? Das ist, glaube ich, das Taxi, was die Airbus-Mitarbeiter zwischen den Standorten hin und her fliegt. Ich glaube, ein Beluga müsste auch noch im Anflug sein, oder? Ach, guck mal, das ist doch schon wieder ein schönes Bild. Das ist doch ein tolles Bild. Hansi sagt, Bild etwas verschwommen. Müssen die anderen mal schauen, ob das bei allen so ist. Also eigentlich ist die Bitrate gerade sehr gut. Ever Genius ist es, sagt Ute. Ah, dankeschön, dankeschön. Ja, mit Conny habe ich heute auch telefoniert. Der schreibt gerade schon im Chat, dass Conny es in den Spiegel geschafft hat. Ich glaube, das ist der Artikel, der vor ein paar Wochen in diesem Magazin war, in diesem Spiegel für Kinder. Na? Ja, Peter meldet auch schon die Festmacher, die da sind. So, warum sagt ihr denn alle unscharf, das Bild? Das wundert mich etwas. Mr. Bindi-Lindi sagt, er hat 4K. Wie sieht denn da bei dir das Bild aus, Mr. Bindi-Lindi? Sollen wir mal herausfinden, ob das ein lokales Problem ist oder ob ich hier ein Problem habe. Also es passiert ja sehr gerne, dass YouTube mal die Qualität runterregelt. Und da kann ich da nichts dran machen, das ist dann auf eurer Seite. Eventuell müsst ihr mal gucken, was für eine Auflösung bei euch eingestellt ist. So, dann checke ich mal gerade was. So. Ich frage mal an die Technik im Hintergrund, was die sagt. Also gegebenenfalls, ihr habt ja unten rechts so ein Zahnrad, ne? Und da müsst ihr mal draufklicken und dann schauen, was da steht. Wenn da eventuell 360 oder 480 steht, dann müsst ihr das auf jeden Fall hochregeln, ne? Und YouTube regelt das halt so ein bisschen nach der Leitungskapazität. Also wenn ihr vielleicht mal eine etwas schwache Leitung habt, was ja auch durchaus mal sein kann, dann müsst ihr da vielleicht mal ein bisschen dran schrauben. So, Yannick sagt 4K 60, das Bild ist wie immer sensationell. Der Mann mit den japanischen Schriftzeichen, keine Ahnung, wie ich dich ansprechen soll, also ich sage einfach mal der Japaner, sagt auch, Bild ist perfekt. Okay, alles gestochen scharf, super. Sehr gut. Daniela sagt auch, guckt bei YouTube auf dem TV und auch da ist alles super. Okay, dann bin ich jetzt erstmal beruhigt. Und sage einfach mal, euer Problem. Hafenpüppi, danke für 2,49. Freut sich auf Sonntag. Ja, Bild ist wieder scharf. Woche Hamburg-Party. Bild ist scharf, ja, von der Fähre kommt es auch. Danke. Obwohl auf dem kleinen Handy kannst du das ja eh nicht erkennen, ob das scharf ist. Bitte? Auf dem kleinen Handy kann man das ja eh nicht richtig erkennen. Doch. Ja? Hab ich sofort gesehen. Ja, super. Ist wieder scharf. Alles klar. Danke dir. Alpha Power macht das Jahr voll. Vielen Dank. Und Paulo Hochdorn, Bild ist top, 100 Bits. Ich danke dir vielmals, mein Lieber. Ja, das ist echt so ein Kreuz mit
YouTube und der Auflösung. Kommt natürlich auch immer mal vor, dass YouTube oder auch Twitch ein Problem hat. Auch das ist durchaus möglich. Hey, und der René ist da. Moin. Ein Mitstreiter. So, da haben wir die Hongdai. Hansi hat die Brille gewechselt, war auf 480p. Na, siehst du? Also ein beliebtes Problem. Die Auflösung bei YouTube. Willst du ein bisschen Kamera machen? Hast du Lust? Ja. Ich gehe mal auf die Drohne. Ach, schön, ne? Diese offene Back, wo man genau sehen kann, was da alles so passiert. Beluga in 21 Minuten. Okay. Dankeschön. Wow, Mario. 50 € per PayPal, Mensch. Digga, Dankeschön. Ganz lieben Dank. Und Hansi. Ach ne, Hansi hatte ja schon. Hansi hat die Brille gefunden. Ja, 2,49. Dankeschön. Und der Hafenkran jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Dankeschön. Yves macht das halbe Jahr voll. Yves, danke dir. Und Matze, 2 €. Bild ist super, nur Kaffee ist kalt. Ja, lieber so rum als heißer Kaffee und ein schlechtes Bild, oder? Was meint ihr? So, da geht jetzt der Michel zur Hongdai. Der fährt aber auch keinen Meter zu viel, ne? Der wartet da schon die ganze Zeit und bloß keinen Meter zu weit. Ja. Dirk nimmt uns mit in die Hafenpinte. Ja, das ist auch gut. Dirk, was gibt's denn Leckeres? Schöne Hopfenkaltschale. Ja, und die Louisiana Star. Geht ja schon wieder gut los. Leinen bei der Prima sind wohl auch los, oder zumindest sind die Festmacher da. Also so lange dauert das auch nicht. Ja. Ja. Aber da muss ich auf jeden Fall noch mal Akku wechseln, bevor gleich die Prima kommt. Du, dann lande ich mal. Du bist ja drauf, ne? Und dann wechsle ich gleich mal den Akku.
Aber erstmal die Louisiana Star durchlassen. Nicht, dass ich da jetzt drüber fliege. Guck mal, heute haben sie nicht mal das schöne Fake-Schaufelrad an. Kommt vorwärts, obwohl es nicht dreht. Das dreht nicht mal mit durch das bisschen Wasser, was da angespült wird. Vorsicht einmal. Geht's euch gut? Ja. Schön. Also, manchmal geht die Drohne von alleine an, wenn man nur den Akku reinsteckt. Aber das ist eins der kleinsten Probleme. Ach ja, die könnte ich auch mal umdrehen, dass wir hier noch eine Weitwinkel haben. Sönke lässt 5 € da. Jetzt bin ich mal nicht am Boden schnibbeln und stehe hier bei der Seemannsmission. Und wo steckst du am Bubendei-Ufer? Ja, spring doch einfach auf die Fähre und komm rüber, Sönke. Wir sind ja lange genug hier. Nimm einfach nächste Fähre, bis in 20 Minuten hier. Bikerlux, danke 5,99 für unbezahlbar tolle Streams in schweren Zeiten. Danke Paddy und alle Mithelfer. Ja, was auch immer du für schwere Zeiten hast, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und dass es irgendwann bergauf geht. Vielleicht können wir ja mit den Streams ein wenig die Zeit vertreiben. Ja, ich denke mal, Peter wird melden, wenn es losgeht. Ich glaube, er hat sogar seine Kabine auf Backbord. Also die Louisiana Star gehört einfach beim Hafen dazu. Nicht jeder ist ja Fan davon, ist halt nicht so ganz stilecht für Hamburg, aber die fährt hier schon seit so vielen Jahren rum. Weiß jemand zufällig von euch im Chat, seit wann es die Louisiana Star gibt, wie lange die hier schon in Hamburg fährt? Wurde die auch für Abicht gebaut oder hatte die schon mal eine Vorgeschichte? Der Hafenkran verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Und hier kommen die ersten Meldungen, dass sich die AIDA bewegt. Also Peter, auf jeden Fall eine gute Reise, falls du das hier hörst. Geht ja auch nach Norwegen. Moin. Ist nicht ganz die Tour, die ich gemacht habe, aber glaube ich auch von der Länge her sind so ein paar Häfen anders. AIDA wechselt ja immer etwas, ne? Also es ist selten, dass die Routen ganz gleich sind. Timo fragt, wie es mit den Abos aussieht. Noch 11 Tage. Ja, also
Wir kommen näher. Ich glaube, wir haben gerade die 700 geknackt. Genau, 49.700 und 11. Ich fürchte, Ben und ich kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, Bikerlux, die Schlepperfahrten gebe ich dir recht. Das war immer toll. Ne? Schade, dass der Philipp nicht mehr da ist, aber es ist ja nicht der Einzige, den wir über Fairplay kennen. Ich kenne ja auch den Captain Basti Kanzler auf der 96, Conny natürlich auch. Ach guck mal, Baujahr 1999 ist die Louisiana Star. Wisst ihr zufällig, ob die halt damals auch für Abicht gebaut wurde? Also ist die so lange schon in Hamburg unterwegs? Müsste jetzt mal so ein echtes Hafenurgestein ran. Das Schiff wurde von der Deutschen Binnenwerft GmbH in Tangermünde gebaut und am 6. Mai 1999 von Linda Lynch, der Gattin des Generalkonsuls der Vereinigten Staaten von Amerika, getauft. Oha! Louisiana Star wurde in Tangermünde für Abicht gebaut und gehört mit Mississippi Queen zu Abicht. Gehört die Mississippi Queen nicht zu Früsse? Oder wurde die mal verkauft? Oder irre ich mich da? Ich dachte immer, die Mississippi Queen gehört einer anderen Reederei. Also ein Beluga kommt auch bald, gerade bei Stade unterwegs, für den Nordanflug. Ja, super. Tanja ist jetzt auch schon das Flugzeugradar. Dann warten wir mal noch eine Fähre ab, dann gehe ich in die Luft. Sehen können wir den Beluga noch nicht. Also insofern haben wir die Zeit hoffentlich noch. Ja, und die Prima, die braucht ja eh einen kleinen Moment, ne, bis die da hinten rausgefahren ist. Da war gerade ein Horn. Ich würde aber mal tippen, dass das... Ich würde tippen, dass das der Bulka ist. Tanja schmückt sich natürlich nicht mit fremden Federn und sagt natürlich nicht, die Community hat ausgeholfen. Sie hat die Infos nur noch mal weitergegeben. Ach, guck mal hier, Mississippi fährt für Brüssel, ne? Da lag ich da doch nicht so falsch. Guck mal, wir können ja schon mal mit dem A380 anfangen, René. Heute gibt es A380 und Beluga. Dabei noch nicht mal ein Planespotting-Kanal. Der Bowser lässt 5,99 da. Danke für die tollen Livestreams. Nächste Woche auf der Sol. Und haben natürlich die Hamburg Hafen Live-Flagge dabei. Oh Mann, wir sind immer mehr in der Pflicht. Wir können fast keine AIDA mehr auslassen demnächst. Was haben wir nur angerichtet? Was haben wir nur angerichtet? Und der Stefan auch seit 5 Monaten dabei. Sagt, viele Grüße nach Hamburg. Im Oktober ist er hier.
Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Da kommt der Beluga, René. Also, und falls dir irgendwas vor die Linse fährt, habe ich ihn übrigens auch. Aber fähre gerade weg, also könnte mal ganz gut klappen. Welcher ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Aber wenn der da gleich runter geht, kannst du auf die Drohne schalten. Dann fliegt er dir nicht aus dem Bild. Ne? Also über der Elbe hast du ihn ja noch. Ja, schade, das Aufsetzen kriegen wir nicht mit. Dafür bin ich nicht hoch genug mit der Drohne. Jörg, ich danke dir für 2 Schweizer Franken, mein Lieber. Herzlichen Dank. Und Ratatazong, 3 Monate auf Twitch. Vielen Dank. So, dann mal den Turboschwenk rüber. Hoffen wir mal, dass das sich jetzt ausgeht mit der Prima, mit dem Akku. Oder soll ich noch mal landen? Die brauchen ja noch, bis die hier ist, ne? Die braucht noch. Ich lande noch einmal. Sonst ist es gerade, wenn sie hier ist, dann Alpha Power ohne Anmeldung darf ich nur 50 Meter hoch. Wobei das im Normalfall ja reicht. Ne? 50 Meter ist schon ganz gut. Und da das ja alles hier Kontrollzone ist vom Flughafen, von den beiden Flughäfen in Hamburg, wenn du höher willst, müsstest du das anmelden bei der deutschen Flugsicherung. Das hat aber immer ein bisschen Vorlauf. Ne? Das soll man bis 14 Tage vorher anmelden und da muss man auch beim Tower anrufen, sich da melden und so. Deshalb ist das mit den 50 Metern eigentlich eine sehr schöne Regelung. Manu ist da, 13 Monate. Manu, mein Lieber. Ein treuer Drucki-Gucker. Ein Drucki-Gucker. Oh, 17:27 Uhr soll schon der nächste Beluga kommen. Stress. Was ist denn los hier? Ein purer Stress. Nee, Agrarvideos, man darf halt nicht die 120 Meter, eben weil es halt Kontrollzone vom Flughafen ist. Ne? Wenn du dir das mal auf die Pool anguckst, die ist halt relativ groß, weil wir 2 Flughäfen haben. Und deshalb darfst du 50 Meter hoch.
Basti ist auch da. Basti, meine Perle. Aber wir hatten auch lange keine Belugas. Zwischendurch waren ja mal Werksferien. Dann war die ganze Zeit ja hier am Bubendeiufer Renovierung angesagt. Ach, der hat Verspätung, der nächste Beluga, 17:43. Puh, bin ich ja beruhigt. In 26 Minuten circa aus Bremen. Ja genau, also ich habe die Drohne fix auf 50 Meter eingestellt, dass ich auch nicht versehentlich mal höher gehe, weil das passiert ganz schnell, ne? Wenn man mit beiden Knüppeln gleichzeitig steuert, ist man ruckzuck dann ein bisschen drüber. Ich meine, auf 4-5 Meter kommt das nicht drauf an, weil die Drohne misst ja immer den Nullpunkt von da, wo du startest. Ne? Wenn ich jetzt oben am Ufer stehen würde, da würde ich dann wahrscheinlich 3 Meter höher stehen. Von daher kommt das nicht jetzt auf 2-3 Meter drauf an. Aber es ist halt ganz schön, wenn du das einfach begrenzt hast und dir dann keinen Kopf drum machen musst. Aber Basti mal wieder nicht zugehört. Hast du wieder das Beste nicht mitbekommen, als es um dich ging? Montafon verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, mein Lieber. Dankeschön. Aber die Fangemeinde für Beluga ist echt riesig, ne? Der ist ja mal... Ist der nicht irgendwann mal... Wo ist der denn gelandet, wo so ein riesen Tamtam war? Ich glaube, der ist mal in München gelandet, wo der echt selten ist. Da war das ein riesen Ding, ne? Für Hamburg halt Tagesgeschäft. Aber ansonsten in anderen Städten nicht so häufig zu sehen, ne? Zumindest nicht... bei den großen Flughäfen. Also München, Frankfurt ist ein Beluga, glaube ich, schon echt eine Seltenheit. Larissa, Infos zu Conny waren eigentlich ganz einfach. Also der Artikel über Conny, der ist jetzt wohl auch auf Spiegel Online. Das müsste der sein, der vor ein paar Wochen in diesem Spiegel-Magazin für Kids war. Und haben einige geschrieben, dass der jetzt online verfügbar ist. Müsst ihr mal einfach, ja, was googelt man da? Oder bei Spiegel Online suchen nach Schlepper Fairplay. Oh, Christians Schwester steht drüben beim alten Schweden. Danke dir für 2,99. Ja, und da im Hintergrund sehen wir sie schon, wenn man so ein bisschen durch die Krane durchguckt. Das heißt, jeden Moment biegt sie dann ab, legt das Ruder auf Backbord und biegt auf den Strom ein. Der Hauptstrom der Elbe, Hauptfahrwasser. Achso, in München landet der häufiger. Also ich weiß noch, ich hatte mal irgendwo einen Stream gesehen oder war das im Ausland irgendwo, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein riesen Ding da. Echt, als wenn ein A380 in Paderborn landet.
Mattes, Dankeschön. 5 Euro Trinkgeld nochmal. Wieder super mit euch. Danke für die tollen Streams. So, da kommt der Peter mit der AIDA Prima. Peter 1887 auf dem Weg nach Norwegen. Und der gute Alpha Power haut auch nochmal 5 Mitgliedschaften raus. Mensch, Leute, danke, danke. Anja Garlig ist immer noch in Kroatien. Sag mal, seid ihr ausgewandert oder was ist los mit euch? Danke für die 2 Euro und natürlich liebe Grüße an den guten Danny. Also du musst gleich mal gucken, Peter steht unter dem blauen A oben, ne? Ob wir den auf jeden Fall dann noch mal richtig schön dicht dran kriegen. Unten oder oben zum Konsum nochmal? Nach unten hast du noch mal, genau. Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Anja, die 2 Wochen Urlaub, die fühlen sich bei mir aber an wie... was? Kommt noch? Stehen drüben am Stein welche, die winken oder? Ja, ja, da drüben am... Schwester von dem Christian. Tobi sagt, das war in Frankfurt. Wegen Unwetter ging es nicht weiter. Ah, okay. Sind wir noch bei dem Beluga? Das ist auch schon wieder so weit weg, die Reise mit der Prima. Also es kommt mir vor, als ob ich sie nie gemacht hätte. So, die muss da jetzt aber erstmal ein paar kleine Schiffchen zur Seite schieben. Ach, Kai schreibt, es gab auch mal einen Beluga auf Enteiserplatz in Frankfurt. Ja, Enteisen in Frankfurt ist auch immer eine Show. Urlaub geht ja auch immer leider viel zu schnell vorbei. Ich weiß auch gar nicht, wer das festgelegt hat mit den Urlaubstagen. Sollte man das nicht frei wählen können oder sollte das nicht 50-50 sein? 3 Tage arbeiten, 3 Tage frei und einen Sonntag hinten dran. Christian steht am alten... Ja, Christian, wir wissen es doch, mit Mutti und Hund. Danke dir für die 2 Euro. Du kannst ja einmal... Geh mal einmal auf die Drohne. Du kannst ja einmal zum... Ich hoffe, wir kommen dahin, dass ich nicht vorm Dalben stehe mit der Kamera.
Kriegst du den alten Schweden rein? Also er ist halt ganz schön weit weg. Christian, so ganz kriegen wir euch mit Sicherheit nicht drauf. Da sieht ein Hund und 2 Leute. Aber irgendwas ist da hinten auf jeden Fall los. Ja, da ist ein Hund und einer, der aufs Handy guckt. Das ist bestimmt der Christian. Jetzt braucht er erstmal einen Moment, bis er realisiert hat, dass er drauf ist. Verzögerung vom Stream und dann winkt er gleich. Ja, kriegt er vielleicht auch nicht mit. Ja. Christian, wir hatten dich im Bild. Mo sagt, fliegt halt hin. Ja, eigentlich auch eine gute Idee, ne? Einfach mal rüberfliegen. Guck, mir wird schon recht gegeben mit der Urlaubsregelung. Sag mal, was fliegt denn da eigentlich Komisches? Startet das Ding oder landet das? Oder fliegt das nur rüber? Der ist so... Ist das so ein A400? Also geht auf jeden Fall hoch, landet definitiv nicht. Boah. Ach, schon umgeschaltet, ja. Konzentrieren wir uns wieder auf Schiffe. Ein A400M, ah okay. Sieht man auch nicht so häufig, ne? Zumindest nicht hier. Seren ist auch da. Seren, mein Lieber, moin und danke für die 5er-Pack. Ja, der nächste Beluga ist wohl auch schon im Anflug. Gucken, ob der es noch vor der Prima schafft. Vielleicht kriegen wir ja beide ins Bild. Das ist ein Splitscreen oder so. Aber der war leise, dieser A400, oder? Man denkt ja immer, der hat doch Propeller, ne? Man denkt immer, dass die so laut sind, aber gar nicht.
Willst du mal auf die Prima gehen und ich gehe auf den Beluga, der kommt da. Und dann machen wir gleich einen Splitscreen. Schalt mal erst auf deine Kamera um. Der braucht ja noch einen kleinen Moment, aber dann kann ich den schon mal anvisieren. Na, der geht definitiv vor der Prima runter. Dann ja, der hier ist das. Den kannst du, warte mal noch einen kleinen Moment, der ist auf der Drohne sehr klein. der 3. Nee, genau, wir müssen, genau, bei der 3, richtig. René, gut aufgepasst. Dann müsste theoretisch ein Splitscreen kommen. Ja, ja, aber er ist auf der Drohne noch ein Stückchen weit weg. Jetzt kannst du den Splitscreen mal anmachen und dann musst du mal gucken, dass du deine Kamera so ein bisschen nach rechts drehst, weil das natürlich überlagert, ne? Vielleicht ein bisschen rauszoomen. Ja. Ach nee, alles gut, alles gut. Oh, ich habe ihn verloren. Oh. So, kannst du wieder rausgehen. Einmal einfach nur auf 1 drücken einmal. Der nächste Meister an der Kamera, unser René. Auch bekannt als Miepelschubser. So, ich melde mich mal aus dem Chat ein bisschen ab. Dass wir erstmal den Peter jetzt hier ordentlich verabschieden. Eine French Air Force Lockheed startet in Hamm. Oh Gott, ey, was ist denn das? Das wird noch ein Planespotter-Stream hier. Hilfe!
Ah, gleich. Gleich sehen wir ihn. Ich sehe eine Flagge. Da, guck dir das an, der Peter. Sensationell. Guck mal, da sind sie wieder vereint. AIDA und Hamburg Hafen live in einem Bild. Ja, die Lockheed kriegen wir jetzt nicht ins Bild. Die ist zu hoch gerade. Gucken wir mal die Fahne. Moin. Moin. Was gibt hier zu sehen? Nichts Besonderes, Sie können weitergehen. Ja, Peter, mein Lieber, eine schöne Zeit wünsche ich dir an Bord und in Norwegen. So, Flagge eingepackt, Peter ist beim Drink. Ui, Fußdusche. Ja, diese Lockheed habe ich eben mit einem Auge gesehen, aber die war schon zu hoch. Die haben wir nicht zusammen ins Bild bekommen. Und dann haben die Schiffe doch ein bisschen mehr Priorität. Fabi08, ich danke dir für 6 Monate auf Twitch. Vielen, vielen Dank. Und Schwarzbart Jürgen, 300 Bits. Danke, mein Lieber.
Ja, da sieht man die beiden Skywalks mit diesen gläsernen Fahrstühlen an der Seite. So ein bisschen kenne ich mich ja jetzt wenigstens aus auf der Prima, AIDA Primo. Aber es gab wenigstens noch ein Horn eben. Und Mare Frisium ist auch schon wieder im Anmarsch. MacGames kennt sich anscheinend auch mit Flugzeugen aus. Imposante Steigrate haben die. Ja, das Ding ging echt steil hoch. Und da kommt noch ein kleiner Fieder angerauscht. Auch ein schöner Name. Paule Bam. Bin neu hier. Ja, Paule. Moin. Willkommen an Bord. Nordic Porto ist das, die da noch kommt. Oh, schönes Bild, ne? Schlepper mit der Mare Frisium. Ja, bei René merkt man auch, dass er fotografiert. Hat auch einen Sinn für Bildaufbau. Merkt man sofort, wer so ein bisschen fotografischen Background hat. Nee, diese Woche werden wir die 50.000 nicht mehr schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Ach, Ute ist schon raus. Ute. Tschüssikowski. Seren haut auch noch mal 100 Bits raus. Danke dir. Der Paule kommt Schwäbisch schwätzen. Fangt mir jetzt nicht an mit Schwäbisch im Chat. Echt. Ihr sabbelt schon die ganze Zeit immer Englisch und dann noch Schwäbisch dazwischen. Sonst setzen wir Schwäbisch auf die Blacklist. Wobei ich Schwäbisch ja ganz gerne höre. Also ich finde, Schwäbisch ist so einer der Dialekte, verstehe ich zwar nicht, aber finde ich, klingt ganz gut. Geht natürlich nichts über Norddeutsch. The Real Mayo, wie Ketchup, moin und danke für die immer wieder tollen Streams. Fahren Sonntag zum Kicken mit Herz und dann natürlich auch zu den Cruise Days. Hamburg ist immer wieder eine Reise wert. Grüße aus Celle, danke für die 5 Monate. Ja, am Wochenende ist Kicken mit Herz eine sehr schöne Veranstaltung. Da spielen Ärzte gegen Prominente. Unter anderem auch unser Freund Patrick Bach, der spielt da auch immer mit. Tim Melzer ist mit dabei. Wobei Tim Melzer, glaube ich, den stellen sie immer ins Tor und der darf dann einmal für einen Elfmeter rein, dann wird er wieder ausgewechselt. Also Tim Melzer ist da, glaube ich, eher, der ist mehr so als Publikumsmagnet. Aber es ist echt eine schöne Veranstaltung. Ist auch mittlerweile ein Riesending geworden, ne? Das ist da in
Wie heißt das? Hohe Luft, das Stadion. Wie heißt das Stadion? SV Victoria. Victoria, genau. SV Victoria ist das. Also wenn ihr in Hamburg seid, Bock auf so ein bisschen, ja, ich wollte jetzt sagen Behindertenkick, aber nein, es sind ja ja, es sind halt Ärzte und Prominente. Entschuldigung. Ach, Tanja sagt, wir sind da auch eingeladen. Ja, gut zu wissen. Muss aufs Feld. Vielleicht bin ich dann auch da. Ja. Man hat uns aber noch nicht gefragt, ob wir Kicken mit Herz live übertragen. Da müsste ich mir noch, Ja, vielleicht soll sie ja mitspielen. 5, 6 Kameras kaufen. Dwarfi fragt nochmal nach dem Segelschiff, was wir hier links haben. Das ist die Mare Frisium. Du hast hier übrigens die Belichtungskorrektur. Ne? Ich drehe die immer, wenn es sehr hell ist, einen Tacken runter. Hier. Und wenn du da hinten, manchmal ist es da hinten ein bisschen dunkel, dann drehe ich sie so 0,3 hoch. Seren, danke. Nochmal ein 5er-Pack. Danke. Das Gute ist, wenn sich da einer verletzt auf dem Platz, Ist mal ein Arzt da. jede Menge Ärzte da. Die werden dann wahrscheinlich alle sagen, oh, nicht meine Fachrichtung. Ja, Haben Sie Krankenkassenkarte? ja wir haben leider nur Gynäkologen dabei. Das wird heute nichts. Vielleicht ein Tierarzt, mir das auch. Aber meinst du, dass am UKE Tierärzte sind? Ja, für die ganz schweren Fälle, oder? Ja, ich muss auch runter. Ach hier, guck mal, ich könnte noch einmal ein bisschen ein schönes Schlepperbild habe ich noch mal zur Abwechslung. Der ist gerade direkt vor unserer Nase. Der VW Bär. Shit, jetzt kann ich nicht landen, weil die Fähre kommt. Naja, so lange wird der Akku noch reichen. So, Leo ist gut hier. Ja, also wenn dir der Tim nicht gefällt, dann ist das dein Ding, aber das hat im Chat nichts zu suchen, mein Lieber. Bitte sowas hier nicht reinschreiben. Mensch, Basti, die Mare Frisium, die kennst du doch, oder? Jetzt fragt er, was wir für eine Segelregatta aufgegabelt haben. Frechheit. Yves, Dankeschön, nochmal 10 €. Wie immer genialer Stream. Danke, danke. Und OM-Service ist auch wieder dabei auf der Speicherstadt. Dankeschön, danke. Ribbelbobo, 11 Monate mit dem Prime Sub. Danke, Bobo. Moin. Sönke aus Marmsdorf. Der Sönke, hast es geschafft. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dass du hier bist. Du. Ich muss mich mal einen Moment konzentrieren. Alles gut. Der Drohne geht der Akku gleich aus und die Fähre will nicht wegfahren.
pirsche mich schon mal langsam ran. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear for left. Ja, Basti, es sei dir verziehen als Bremer. Jetzt geht sie schon wieder von alleine an. Das Geräusch habe ich vorhin schon mal gehört. Im Stream, oder? Ja, genau. Ja, ja. So ein ganz charakteristisches Geräusch. Selben Kommentar, Ja. die geht von alleine an. Ich weiß nicht, was sie hat. Also manchmal legst du den Akku rein und dann startet die von allein. Ich weiß nicht, ob das eine Einstellung ist. Ich muss noch mal mich durch die Menüs wühlen. Aber das macht sie nicht immer. Aber wie gesagt, wenn das unser einziges Problem ist. Dwafi fragt nach dem Drohnenakku. Ja, also so gut 40 Minuten hält der eigentlich schon. 40, ich glaube, wenn man es richtig ausreizt, vielleicht auch 45. Die haben das unter Laborbedingungen getestet bei DJI, demnach soll er 53 Minuten halten. Schreiben sie aber auch bei, das ist von 100% bis auf 0 runter, unter optimalen Bedingungen. Ich weiß nicht, ob ich den auf 0 runterfliegen möchte. Bestimmt nicht. Aber wäre mal interessant, ob er bei 0, also was die Drohne da macht. Man könnte sie ja einfach mal so über dem Boden schweben lassen. Ja, das müsste ich eigentlich mal austesten. Und nein, das müssen wir nicht im Stream testen. Bernd W., danke dir für 5 Euro. Helga W. hat jetzt auch ein Abo. Die 50 kriegen wir zum Termin. Ich freue mich aufs Kobern. Ja, ich auch so ein bisschen. Also ich finde den Namen bei der Nordic Porto, den haben sie auch so ein bisschen lieblos da drauf gepinselt, oder? Sieht aus, als ob sie einen viel zu kleinen Aufkleber gemacht haben. Schräg ist ja auch noch. Ja, er ist halt an der einen Linie. Also das kann man gelten lassen. ...158 Meter lang, 24 Meter breit. Die Nordic Porto fährt unter Zypern-Flagge. Kann man super drüber stolpern, ne? Andi Schnitzler ist da. Auch mal wieder moin an Bord. 5 Euro, danke. Und Almut, danke für 13 Monate. Basti, ich schieße nur gegen einen Bremer Bürger. Nur gegen einen. Almut, danke für die 2 Euro. Dankeschön. Oh, das ist Boluda Firmenausflug. So, dann müssen wir uns gleich mal sammeln und mal schauen, was noch so passiert. Bist du zu Besuch in Hamburg oder kommst du aus Hamburg? Ich bin Hamburger. Du bist Hamburger. Mein Vater hat mich hier im
Hafen groß gemacht. Der hat mit 15 hier Talliman gelernt. Ah, okay. Hat uns Talliman. mitgeschleppt und immer Ja. damals schon die Kreuzfahrer, die ersten damals da. Ja. Genau da, wo sie jetzt Steinwerder sind. Ja. Da war der Schuppen 72, wo mein Vater gearbeitet hat. Ah, okay. Da lagen die mal. Die Vista Fjord kennst du bestimmt noch. Erstes Kreuzfahrer für Nee, die kenne ich nicht mehr. Also ich beschäftige mich ja mit Kreuzfahrern ehrlich gesagt erst seitdem wir den Kanal haben. Das, Ach so, okay. das war vorher gar nicht so auf meinem Zettel. Also meine Favoriten sind sowieso die Containerschiffe und die Bulker. Also Ja, ne? Das finde ich Bulker interessant, sind echt schön ja. immer. Ich stehe da noch gerne, wo ich letztes Mal geschrieben habe, ich stehe da auch gerne in Neuhof, ne? Wenn sie da rumkommen und du siehst Ja. mal diese bullige Front. Ne? Das Ja. mag Ich war ja letztens auf der Ecke dann, ne? Ja. Da am Markgrafenhöft. Ja, Das ist auch sehr schön. Neuhof ist halt, da fahren die zu schnell vorbei. Das ist zum Filmen oder Streamen, lohnt sich nicht. das nicht. Aber wenn man mal fotografieren will, also ist quasi direkt unter der Köhlbrandbrücke, das ist schon echt. Da gibt es 2 Anleger, ihr Lieben. Also falls ihr es nicht kennt, Anleger Neuhof auf beiden Seiten der Elbe. Ja. Ein paar Meter vor der Köhlbrandbrücke. Und ja, wenn da ein Containerschiff vorbeikommt, das hat man auch echt direkt vor der Nase. Dann wird es dunkel. Das stimmt. Ja. Du ahnst es nicht. Johannes ist schon wieder freigelassen worden. Johannes aus Radebeul. Mensch. 300 €. Johannes, wer hat denn dich wieder von alleine gelassen? Das ist ja ey. Danke, 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 mein Lieber. So krass, echt. So krass. Wahnsinn. Und Serena haut auch noch einen drauf. Ein verschenktes Sub. Vielen Dank. Ja, Basti, notier dir das ruhig alles. Sonst kannst du es eh nicht merken, wenn du es nicht aufschreibst. Also wenn gleich der Stream ausgeht, wenn der Stream gleich unvermittelt ausgeht, habe ich Basti zu viel geärgert. Also dann wisst ihr, dass das auf purer Provokation beruht. Aber muss ja auch mal sein. Er versteht das, er ist noch jung. Ich glaube, da hinten kommt noch irgendwas Lüttes gleich. Ist das auch ein kleiner Fieder? Sieht aber sehr klein aus. Irgendeiner wird es uns gleich sagen. Jetzt habe ich da unten einen neuen Versuch. Du hast einen neuen Versuch mit Berlinern? Oh, René hat Berliner mitgebracht. Nee, die Berliner stehen hier. Ach, ihr seid die Berliner. Ja, aber seid nicht böse, wenn ich jetzt an euch nicht lecke, ne? Alles gut. Wir haben uns gefreut, dass heute alles so gut geklappt hat. Heute ohne Ameisen, die Berliner. Wir waren gerade mit Elas unterwegs. War gut? Super, mit Claudia. Schön. Und gleich verschluckt. Weißt du, das ist, wenn ich das immer so in mich reinstopfe. Man muss abbeißen, Paddy. Ach so, ich dachte Nicht das. in einem schlucken. Ach so. Hier ist die Frage, ob da ein Rettungsring auf dem Anleger ist. Also hier ist auf jedem Anleger ist ein Rettungsring und außerdem gibt es hier so eine Leiter, die man einhängen kann oder einhaken an den Anleger, weil wenn du hier ins Wasser fällst, den Anleger kommst du nicht hoch. Also hier am Bubendeiufer kann man noch problemlos ans Ufer schwimmen, das würde gehen, ne? Aber wenn die Anleger etwas weiter im Wasser sind, du hast keine Chance hier hochzukommen. Darum ist an jedem Anleger mindestens eine Leiter und mindestens ein Rettungsring. Das war jetzt Karma, schreibt Daniela, ja. Weil ich Basti geärgert habe. Aber auf jeden Fall kann man nicht verstehen hier. Das ist wirklich ein geiler Platz hier. Richtig. Schön, ne? Ja, ganz hervorragend. Ja. So, jetzt habe ich klebrige Finger. Und mir Sonnencreme ins Auge gelaufen. Das ist jetzt Bastis Rache. Das ist Basti. Meinst du, er kann das so per
per Telepathie Voodoo. Ja, der hat so eine Paddy-Puppe zu Hause. Ja, genau. Das sticht er mir ins Auge und einmal in den Hals. Ja. Klaus verschenkt eine Mitgliedschaft. Klaus, ganz lieben Dank. Mensch, und Sönke hier aus der zweiten Reihe nochmal 5 €. Danke, mein Lieber. Ja, ist ganz lauschig, ne? Hier fehlt eigentlich nur so eine Bank, Ja, genau. Ja, so ist es. kleiner Grillplatz. Ja, aber dadurch, dass nicht so viele Touristen aussteigen, hier ist das ja immer relativ entspannt. Ne? Man ist ja so ein bisschen für sich hier immer, wenn man hierher fährt. Also was auch schön ist am Bubendai-Ufer, wenn ihr hier mal hinkommt, man kann halt den Anleger hochgehen. Da oben ist eine lange Bank, die da steht. Da kann man sich hinsetzen. Ich finde ja immer den Hammer, wenn du im Stream und die Dicken kommen da raus vom Burchard-Kai. Ja, ne? Und dann hast du da die Elfchen im Hintergrund, das ist sensationell. Ja, Und ja. das sind Bilder, die sind echt, da kannst du über die Landungsbrücken laufen, wie du willst, kriegst du da nicht. Das ist einfach genial. Ja, und dafür musst du aber hier runter auf den Anleger. Wenn du oben stehst, hast du halt lauter Bäume vor der Nase. Deshalb haben wir halt hier immer den bisschen Seegang im Bild und die Fähren, aber Geil ist auch, dass die so viele verschiedene Farben haben. Ne? One mittlerweile in Pink, Costco in Blau, Evergreen in Green, das ist so genial. Ja. so, ich glaube 19 Uhr hätten wir einen Abgänger, oder? Was machen wir denn bis dahin, Jungs? Soll ich mal ein bisschen Kamera wieder machen? Nee, ich habe heute gerade wieder, aber heute war Alster wieder. Ne? Alster, glaube ich. Achso, ja, das habe ich auch gehört. Santa Clara auch um 19 Uhr vom Eurogate. Toronto Express und dann haben wir noch die Ever. Welche Ever war das denn? Glorious oder so ähnlich? Irgendeine mit G. Karma braucht keine Puppe. Ja. Karma schlägt unerwartet still und leise zu. Weil das gönne ich mir erstmal ein Bier und habe ich mich beim Schilfischposten hingesetzt, habe erstmal gut, wie sie ausgelaufen ist. Aber die Sonnenbrille aber überhaupt nicht. Man kann das nicht am Rad und nicht am Markt. Ja, wollte ich mal sagen. Ja, ich hatte ja überlegt, ob ich zur Seemannsmission gehe. Wäre natürlich für AIDA auch ganz schön gewesen, aber nachdem ich halt gestern hier so heftige Probleme hatte mit der Übertragung, wollte ich das heute noch mal gegenchecken und hatte halt darauf gehofft, dass wir noch ein paar andere Schiffchen mitbekommen. Ever Genius, Goldsee, Dankeschön. Danke, mein Lieber. Ever Genius ist es, die noch rausgeht. Müsste dann auch die Ever G-Klasse sein, oder? Wahrscheinlich ein Schwesterschiff von der Ever Given. Würde ich jetzt mal so drauf tippen. Warum wir keinen Grill dabei haben, Jens? Wer soll das denn alles bedienen? Und Leon, ganz lieben Dank. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Ja, dann haben wir noch den Carsten aus der Oberlausitz. Endlich feiern und nix wie Hamburg Hafen Live. Heute mal Grüße aus Bad Brambach im wunderschönen Vogtland. Carsten, ich danke dir für 5 €. Ja, also wenn ihr Bock habt, nachher noch ein bisschen Schiffe zu gucken, dann ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um sich noch was zu essen zu machen. Nochmal die Nase pudern. Ich denke, wir haben jetzt ein bisschen Wartezeit dazwischen. Und ja, ihr verpasst auf jeden Fall jetzt erstmal nichts in den nächsten 30, 40 Minuten. Freiburger, Dankeschön. September-Trinkgeld für Schraubenwasser. Danke für die sensationellen Bilder. Danke für 25 €. Seren, auch nochmal an dich ein dickes Dankeschön für ein verschenktes Sub auf Twitch. Andi Schnitzler ist auch nochmal so frei. 2 €, danke, danke. Garfield fragt, ob noch was Großes kommt. Ja, es gehen noch Containerschiffe raus, ein paar. Ne? Also nicht die ganz, also ich glaube, die Ever Genius müsste die größte sein.
Mag mal jemand nachgucken, Ever Genius, hat die auch 400 Meter oder ist die ein bisschen kleiner? Dann müsste das eigentlich das größte Schiff sein. Die Santa Clara ist ein bisschen lütter, Toronto Express hatten wir gestern schon. Erstmal kommt dann noch was Kleines. Ja, Ever Genius, also dachte ich mir doch, ist ein Schwesterschiff von der Ever Given, 400 Meter lang, 59 Meter breit. Müsste ca. 20.000 Toy haben, wenn ich da richtig liege. Svenny! Hallo meine Liebe und danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Fischeis in allen Farben im Becher von Mike. Dankeschön. 2,49. Ja, der Lütte, der da kommt, ist die Elbwave. Da können wir uns ja gleich ein bisschen mit beschäftigen. Tschüss, ihr Lieben. Oh, Klaus ist schon im Herbst und spendet für warme Kleidung. 5 Euro, Dankeschön. Aber das Gute ist, letztes Jahr habe ich mich echt einmal gut eingedeckt. Da habe ich mir wirklich eine richtig, richtig dicke Jacke gekauft. Und die hat sich schon so bezahlt gemacht. Das Gute ist, dass so eine Jacke natürlich echt Ewigkeiten hält. Ich glaube, meine letzte Daunenjacke ist auch über 10 Jahre alt gewesen. So, Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Martin übernimmt. Dankeschön. Ja, aber noch weit weg. Also, ja. Oh, jetzt zeige ich mal. Das Weitwinkelbild ist immer deutlich schöner als die gezoomten bei der Drohne. Ja. Für Kiezmische, Yves, Dankeschön. 5 Euro, Dankeschön. Oh, aber auch schön, ne? Hier mit der Spiegelung der Sonne.
Im Hintergrund die Lotsenstation Seemannshöft. Da sehen wir auch, ist gerade Ebbe, ablaufendes Wasser, 2 Meter Wasserstand oder Pegelstand. Ich gehe mal in den Sportmodus, damit ich sie noch mal von vorne bekomme. Wenn die großen kommen, denkst du mal, ja, die sind riesig. Aber bei Fieder kommen, denkst du, die sind auch keine 150 Meter. Kann man schön mitspielen mit so einem kleinen Schiffchen. Carsten, danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Und Sven ist da mit Grüßen aus Fuhlsbüttel. Sven, ich danke dir vielmals für 15 Euro. Oh, schalte mal um, ich habe gerade ein bisschen schwaches Signal. So. Bin gerade hinter die Bäume geflogen. Deshalb hatte ich, ja, da ist dann scheiß Empfang für die Drohne. So, jetzt habe ich sie aber wieder. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist aber das Schiff weg. Ja, aber ich habe sie noch. Achso, du hast sie ja auch, ja. Sandra ist da, mein Hund und ich. 5 Schweizer Franken, Dankeschön. Ist so lustig, bei meinem Tool wird das immer umgerechnet in Euro. 5,33. Ich will dann immer sagen 5,33, aber nein, es sind ja Schweizer Franken. Sandra, Dankeschön.
Einige schreiben, dass sie jetzt immer im Chat Werbung haben. Also ich habe eigentlich im Stream keine Werbung aktiviert. Also zumindest nicht wissentlich. Macht YouTube das jetzt alleine, dass man es gar nicht mehr abschalten kann? Habt ihr das alle oder? Ich kenne YouTube mit Werbung gar nicht. Ich habe schon seit so vielen Jahren YouTube Premium. Das war echt die beste Investition, wenn man oft YouTube guckt. Ich habe mir sagen lassen, dass YouTube mit Werbung mittlerweile unerträglich geworden ist. Ich meine, ich darf ja nicht meckern, weil die Werbeeinnahmen kommen mir ja auch zugute. Aber ich kann das verstehen, wenn das so penetrant ist und alle paar Minuten. Je nach Zeit auch mehr oder weniger. Ja. Teilweise hast du vor dem Video dann, glaube ich, 3 Videos, 3 Werbungen, kannst die teilweise nicht überspringen. Das muss echt schlimm sein. Erhard, danke dir, 2 Euro, danke, danke. Ja, also die meisten sagen keine Werbung. Ja, zum Start einmal, Heike, das ist richtig. Wenn der Stream oder wenn du hier reinkommst, dann kommt einmal Werbung. Das ist, glaube ich, normal, ja. Im Chat habt ihr Werbung. Wie sieht denn das aus? Sag mal, könnt ihr mir da mal einen Screenshot von machen und mir den vielleicht mal per Instagram schicken? Weil ich weiß ja gar nicht, wie das aussieht, weil ich keine Werbung habe. Das würde mich mal interessieren. Also stört das extrem bei YouTube im Chat? Werbung, legt es sich da komplett drüber? Oder ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Vielleicht testen die das auch erst mit ein paar Usern nur, ne? Weil die meisten sagen keine Werbung. Manchmal testet YouTube ja auch ein paar neue Funktionen. Und deshalb kommen einige in den zweifelhaften Genuss, etwas mehr Werbung zu haben. Also wenn ihr das nächste Mal habt, seid doch mal so lieb, macht da mal einen Screenshot von und schickt uns das doch mal über Instagram. Das würde mich echt mal interessieren, wie das aussieht. Gunnar, danke dir für 10 Euro. Ganz lieben Dank. So, ich lande mal. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Euch auch. Dankeschön. Tschüss. Master of the Unicorn fragt, warum die Werbung bei YouTube und Twitch so unterschiedlich ist. Ja, die funktionieren da, die beiden Plattformen, halt komplett unterschiedlich, ne? Also die haben ja nichts miteinander zu tun.
doch irgendwo Wasser hier. Verdammt. So. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Gerade nochmal verschluckt. Ja, noch eine halbe Stunde, dann geht's weiter mit den Containerschiffen. Also bei Twitch hatte ich das übrigens letztens mal, wann war das, vor ein paar Tagen oder so, egal welchen Stream ich geguckt habe, der ist ständig in der Auflösung hin und her gesprungen. Also der war dann mal 360, dann war er wieder 1080 und das ist die ganze Zeit irgendwie so gesprungen. Keine Ahnung, woran das lag. Manchmal haben die halt auch Schluck auf, die Plattformen. Andi Dea, willkommen auf der Speicherstadt. Danke für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Also wenn man genau weiß, dass so eine Plattform ein Problem hat, finde ich, kann man damit ja leben. Da sagt man einfach, okay, ich warte ein bisschen ab. Aber wenn man halt nicht weiß, woran das liegt, dann fängt man dann an seinen Systemen zu fummeln. Als Streamer guckst du dann, ob es an dir liegt und bastelst dann wieder an deinen Gerätschaften rum. Als Zuschauer guckt man dann, ja, stimmt bei mir was nicht, passt was mit dem Browser nicht, irgendwas mit meiner Leitung und so weiter. Das ist halt immer so doof. Also anstatt, dass die einfach groß einblenden, wir haben aktuell Probleme oder so, bitte bleiben Sie ungeduldig. Aber nein, das dauert dann immer eine Zeit, bis man das rausgefunden hat. Muss man erst mit anderen Zuschauern sprechen, gucken, ob die das gleiche Problem haben und so. Ursi, nein, der Hafen ist noch nicht blau beleuchtet. Glaube nächste Woche, da gibt es dann irgendwann so einen Termin, Light-Up nennen die das immer. Mittwoch, Donnerstag? Ja, es wird auf jeden Fall ein paar Tage vor den Cruise Days sein. Vielleicht auch jetzt schon am Wochenende. Also installiert sein wird schon der Großteil der Lampen. Ich glaube, in der Speicherstadt an den Brücken kann man die auch schon sehen. Ja, und dann Cruise Days. Freitagabend die etwas kleinere Show mit der Vasco da Gama mit einem blauen Feuerwerk, wurde angekündigt. Dann am Samstag die größere Parade mit insgesamt 5 Schiffen. Da haben sie jetzt auch bekannt gegeben, welche Schiffe, in welcher Reihenfolge, mit einem großen Feuerwerk. Und am Sonntag gibt es dann noch mal so eine Mini-Auslaufparade. Da ist, glaube ich, eine Norwegian und noch ein zweites Schiff. Also die Norwegian, die ziehen sie, glaube ich, rückwärts zu den Landungsbrücken. Das zweite Schiff liegt an der Hafen City und die fahren dann gemeinsam raus. Das war hinter uns und da ist keiner. Kommt da irgendwo einer raus? Da war noch ein Plattboot.
Master of the Unicorn möchte wissen, warum bei Twitch im Stream Werbung kommt und bei YouTube nicht. Ja, also willst du die ehrliche Antwort haben? Es hat sich einfach bei YouTube so eingebürgert, dass man im Stream keine Werbung hat. Und das haben wir schon eh und je gemacht. Könnte man natürlich bei YouTube auch aktivieren. Und ja, als wir bei Twitch angefangen haben, war das halt von Anfang an aktiviert. Und ja, okay, ist jetzt vielleicht ein kleiner Rant gegen die Twitch-User. Muss ich gestehen, Asche auf mein Haupt. Ist halt einfach eine zusätzliche Einnahmequelle. Ne? Kann man aber übrigens wunderbar mit einem Sub deaktivieren, die Werbung. Dann ist die sofort weg. Das ist zum Beispiel etwas, was auf YouTube nicht geht. Ne? Also wenn du auf YouTube eine Mitgliedschaft abschließt, würdest du trotzdem die Werbung bekommen. Und das finde ich zum Beispiel, ehrlich gesagt nicht gut. Also wenn du YouTube auch sagen könntest, hey, du bist Kanalmitglied und kriegst keine Werbung mehr, dann wäre das was anderes. Ne? Das Wackeln bin ich. Na, guck mal, Wolfi schafft heute auch die 4K 60 nicht, obwohl er einen hohen Speedtest hat. Bei wem laufen denn die 4K problemlos? Ich frage mal so in die Runde, also nur YouTube. Twitch hat ja noch keinen 4K. Also ich kenne auch auf YouTube eigentlich keinen Stream, der mittendrin Werbung hat. Und bei Twitch ist das irgendwie gang und gäbe. Robert, danke für den Screenshot. Das gucke ich mir mal an. Also dann braucht ihr jetzt keine Screenshots mehr schicken, wenn ihr Werbung habt. Ja, nicht dass wir nachher 50 Screenshots haben. Einer reicht. Dankeschön. Also einige schreiben ohne Probleme. Ja, also man steckt manchmal nicht drin. Guck mal, es ist auch ganz komisch, ne? Also wer gestern den Stream gesehen hat von euch, gestern ist die Bitrate gehüpft hier wie verrückt. Ja, wir haben also, teilweise bin ich auf 1 Mbit runter und das über alle Provider. Ich dachte, ich werde verrückt. Ich wollte das ganze Setup in die Elbe schmeißen. Heute, ich habe nichts geändert am Setup. Nix. Ich wollte das nur noch mal, also deshalb bin ich auch hierher gefahren heute, um zu checken, ob das wieder ist. Heute nix. Also bis jetzt läuft der Stream, also wenn dann nur minimale Aussetzer. Also, ne, also manchmal hilft es einfach eine Nacht drüber zu schlafen. Geräte einmal alle ausmachen, dann Spaghetti-Eis essen, nächsten Tag wiederkommen. Also insofern, aber ich kann verstehen, dass einen das wurmt. Ja, Michael, gute Frage. Wenn man Hamburg Hafen Live auf YouTube sieht, wozu dann noch Twitch? Du, das ist ganz einfach. Twitch ist halt einfach nochmal eine ganz andere Zielgruppe, Benutzergruppe. Twitch ist vom Altersdurchschnitt halt her etwas jünger. Und unsere Hoffnung war ganz einfach, nochmal zusätzliche Menschen zu erreichen. Gerade natürlich auch so ein bisschen mit dem Hinblick, dass wir ja gucken, gerade hier so mit Conny und Fairplay, da versuchen wir ja auch immer so ein bisschen Werbung zu machen für Ausbildung in einem maritimen Beruf und so weiter. Und ja, deshalb ist halt Twitch einfach nochmal eine sehr schöne Ergänzung für uns. Aber für den Zuschauer, also wenn du auf YouTube guckst, Michael, es gibt keinen Grund für dich jetzt zu Twitch zu wechseln. Ja, Blue Hamster, jammern hilft auch ganz oft, ganz genau. Oh, und das kann ich gut. Oh, das kann ich gut. Mi, meine Technik. Frag mal Tanja. Frag mal Tanja, was ich für eine Laune habe, wenn der Stream technisch nicht lief. Also, es sind aber doch viele, bei denen 4K läuft. Steffi, liebe Möwe, ganz lieben Dank für ein verschenktes Sub.
Oh, darf ich die Limo? René hat auch noch ein bisschen Paulaner-Limo mitgebracht. Oh. Also, können wir mal etwas Liebe für René verteilen? René hat jetzt auch einen eigenen Chatbefehl. Einfach Ausrufezeichen René. Ja, du auch, Martin. Ich auch. Habe ich eingerichtet, ja. Können wir den mal testen, ob dann der Link zu René kommt. Blue Hamster, danke auch an dich für 3 Monate bei uns auf Twitch. Dankeschön. Tanja sagt, das wollt ihr nicht wissen und hören. Echt, wenn die Technik nicht läuft, habe ich schlechte Laune. Das merkt man mir im Stream auch an. Kann das nicht das kann ich nicht überspielen. Das merkt man mir voll an. Und hier vor Ort werde ich dann hibbelig. Kaiser vom Meter zurück. Ja. Peter, du kannst deine Auflösung sehen, indem du mal unten bei YouTube, da ist so ein Zahnrädchen. Da kommt man in die Einstellungen rein und da findest du unter anderem auch die Auflösung. Nee, Tanja sagt jetzt mal besser nichts. Ja, guck, und Schwester Hansen hat auch ihren eigenen Befehl bekommen. Oh, Skolze sagt, macht er schon von Anfang an die Befehle, ja. Da war es wieder mein Problem mit der fehlenden Aufmerksamkeit im Chat. Paddy in Müde ist auch süß. Das hatten wir auf der Prima. Also den einen Morgen, der war echt krass. Da war ich so müde und das war, also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so die Auswirkung von Kaffee gespürt, wie an dem einen Morgen auf der AIDA Prima. Das war wirklich Kaffee getrunken und plötzlich, zack. Ja. Einmal da. Also eigentlich habe ich das nicht so, dass ich das Gefühl habe, von Kaffee werde ich irgendwie so gepusht oder hibbelig oder so, ne? Mann, oh Mann. Johannes aus Radebeul. Mein Lieber. Digga. 200 €. Es ist echt. Mensch, Johannes, echt. Ein absoluter Eskalator. Ganz lieben Dank. Also Johannes, echt, mir fehlen die Worte. Wirklich. Mir fehlen wirklich die Worte. Danke, danke. Und Michael Schenk, 27 Monate übrigens. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann an Paddys Stimme erkennen, ob er Kaffee hat. Oh ja. Aber ich finde, das muss auch mal sein. Ich finde, man muss auch seine schlechte Laune ausleben können. Also so Menschen, die immer gut drauf sind, das ist mir auch suspekt. Das ist total unheimlich, das ist spooky. Ich meine, das hat doch jeder von euch, oder? Dass er mal so richtig scheiße drauf ist. Und da möchte man auch gerne irgendjemanden anschreien, grundlos. Und meistens ist dann aber ein paar Stunden später wieder gut. Hey, du willst wissen, wie viel dein Schiff wert ist. 10 € von Kevin. Hattest du jetzt etwa Ralf Schumacher Werbung bei YouTube? Das ist doch, ne? Willst du wissen, wie viel dein Auto... Ich habe die Werbung noch nie gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass das irgendwann überall rumgeisterte. Ne? Dass da jeder irgendwie Witze drüber macht, über diese Ralf Schumacher Werbung. Ich habe die noch nie gesehen. So schlecht. Aber Ziel erreicht, ne? Ist in aller Munde, die Leute sprechen darüber. Es werden Memes damit gemacht, also... Die hat funktioniert. Die hat funktioniert, ja. Sie ist zwar extrem nervig, habe ich mir sagen lassen, aber Ziel erreicht.
Gestern habe ich übrigens das erste Mal meinen neuen Bollerwagen mit Motor bergauf getestet. Hier am Bubendeiufer. Ich hoffe, dass nachher richtig Ebbe ist und die Brücke ordentlich steil. Und das muss so krass aussehen, weil ich bin dann so, weißt du, ich gehe bergauf, habe einen Finger so ganz locker in den Griff und gehe da so ganz elegant, schwebend über den Steg und ziehe hinter mir den Bollerwagen mit dem ganzen Equipment. Also irgendwann machen wir noch mal ein Behind-the-Scenes-Video am Elbstrand. Versprochen. Versprochen. Daniel, willkommen an Bord. Danke für deine Mitgliedschaft. Danke, danke. Papa Lorry sagt auch, die Schumacher-Werbung kriegt er immer vor meinem Stream. Gibt es da irgendeine Verbindung, oder? Ja, der alte Mann hat sich ein... Dass die Santa Clara rausgeht. Bitte? Guckst du gerade auf AIS? Ja, gerade. Und der Peter ist gerade bei Santa Clara. Ja. Lotse ist da ja hier vorbeigebrettert, der ist da auch hingefahren. Also bei der Ever passiert noch nicht viel. Aber ich habe auch, glaube ich, gesehen, eben, dass irgendwie Pferd. Ich glaube, die Ever steht aber erst auf 20 Uhr. Ach so. Toronto Express haben wir noch. Der 19. ist auch. Der ist CDA aber, ne? Ja, und da sind auch die Schlepper schon dran. Ja. VBB ist dahin. Genau, nee, Ja, Ever, Toronto VBB und VB Rasant. Ever ist 20. Ach so, okay. Nein, ich dachte vorhin, ich hatte 19 gehört. Der Party großer Fan von dir. Ja, ja, no, no. Hallo! Ich hoffe, ein Fan von Hamburg Hafen Live. Natürlich. Fan von mir finde ich immer ein bisschen. Ja, das ist so. Nicht mit umgehen, wa? Du? Nee, ich finde das toll, wenn Leute so den Kanal gut finden, aber so Personenkult, das ist so etwas, wo ich nichts, da kann ich nichts mit anfangen. Weißt, ich habe das auch nicht. Also ich finde auch Musik toll von Musikern, also die Werke, ne? Ja. Das, was die Leute erschaffen, da finde ich, kann man echt Fan von sein. Aber so Fan von Personen, das Ja, ist. aber so ein bisschen steht ja deine Stimme. Ja, ja, und so steht ja also- schon dahinter. Da wirst du dich nicht gegen wehren können, glaube ich. Du Also bist ich ja sag schon mal- Schiffsflüsterer geworden. Also, Also ich sag mal, bei so einem Karl-Heinz Rummenigge, da lasse ich das gelten. Ne? da muss ja die Manfred Kals, Uwe Seeler, da kann man Fan von sein. Gott hat ihn sehen. Ja, also so Sportler, das ist was anderes. Ne? Nee, das ist schon. Ja. Stehen ja schon viele Leute jetzt bei dir mit dahinter. Siehst du deine Frau Ja. dazu? Jürgen verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Vielen Dank. Ja, Tanja, mein Schatz, du kannst dann auf dem Bollerwagen mit mir den Berg runterfahren. Ich muss noch herausfinden, für was der spezifiziert ist, für wie viel Kilo. Ich habe hier immer noch diesen Anhänger dran. Aber da steht auch nichts drauf. Du kannst deine Frau auch ziehen. Aber da kann ich mich sogar draufsetzen und Tanja kann den dann ziehen. Was meinst du da ein Video von, wenn sie so mit einem Finger mit dem dicken Paddy da hinten drauf den Berg hochfährt? So meinst du, wie Tanja damit Eindruck schinden kann? Ja, Hauptsache, sie kommt nicht zu Ja. tief an den Abgrund. Sag mal, was ist denn da hinten am Himmel? Ein UFO, ne? Ach nee, das ist ein kleines Sportflugzeug. Oh, ich habe mich gerade gewundert. Das ist ja nicht Tor auf Morholm. Der CEO von Airbus kommt zur Erde. Auch weil ich glaube, der kommt wahrscheinlich nicht mehr im kleinen Sportflugzeug. Nee, wahrscheinlich nicht. Zum Essen, ja, zum Abendessen. Johannes muss mal eine Runde arbeiten gehen, sonst kann er nichts mehr spenden. Also es ist auf jeden Fall guter Humor. Ne? Johannes, schönen Abend. Joachim, du kannst keine Links posten im Chat.
das geht nicht als Zuschauer. Ja, Joystick wäre auch gut. Aber wenn du so eine Fernsteuerung hast für den Bollerwagen, einfach so ein Joystick. So wie hier die Kranfahrer, die haben doch auch meistens so ein Funkpult. Ne, die laufen dann durch die Gegend, haben das dann einfach so um den Hals hängen und haben da dann auch ihre Knöpfe drauf. Ja, was sagt ihr? Wie steht die Chance für einen schönen Sonnenuntergang? Vielleicht wird es ein bisschen orange, aber die Sonne sehen wird, glaube ich, schwierig da hinten. Obwohl, wenn sie da hinter diesem Wolkenband runterkommt, kann das aber nicht nett. Ja, manchmal hat man Glück, ne, dass sie dann einmal, wenn sie unten drunter herkommt. Ja, noch einen zweiten Bollerwagen. CNO, ja. Dann gibt es ein Bollerwagenrennen. Das erinnert mich an die Rentnertour auf Twitch. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Also die Twitch-User haben da bestimmt was von mitbekommen. Rentnertour. Das ist doch was Besonderes. Am Anfang viel gemeckert wurde, ist so teuer geworden, ist auch so, aber es ist schon was echt Besonderes. Das Einzige, dass die Bilder toppt, Kopfkino. Von der Drohne ziehen lassen, ja. Ja, der Bollerwagen, also das ist ganz interessant gemacht. Ne? Der hat so eine Art, der hat irgendwie einen Sensor im Griff und passt sich deiner Geschwindigkeit an. Also je schneller du gehst, umso schneller wird auch der Bollerwagen. Also der merkt irgendwie, wie viel Zug da drauf ist. Wollt ihr nachher mal Probe fahren? Ja. Natürlich. Jetzt ist der Chat heiß darauf, den Bollerwagen zu sehen. Ja, irgendwann gibt es ein Behind the Scenes davon. Sabine Moseberg, ich bin dein Fan, Sabine, ach, ganz lieb. Mit Tanja und Schwester Hansen zusammen. Im Bollerwagen. Fairplay 95 ist auch unterwegs, meldet Golzi. Kommt da die Tonne? Auf jeden Fall eine alte Hafenfähre, oder? Ja. Mit Anhang. Da ist bestimmt eine Party drauf. Das gucken wir uns mal an. Ja, ich weiß, dass ihr den Bollerwagen sehen müsst. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Irgendwann gibt es Behind the Scenes. Ja, Santa Clara, Skolzi schreibt es auch noch mal, in Hamburg Süd. Lackierung noch. Joachim, schönen Abend noch. Tschüss, mein Lieber. Und Yogi Reifenservice, 4 Monate dabei. Dankeschön. Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. Sollen wir einen Flachstart machen übers Wasser? Oh, falscher Knopf. Falsche Richtung. Falsche Richtung.
Mit Abich dem Schlepptau, wo waren die denn? Waren die auf Helgoland? Moin! Muss ich auch noch hin? Zurückbleiben bitte. Nicht weg. Ich schwimme schon dahin. Ich habe hier mein Fahrrad dabei mit Autopilot. Hintenrum kann ich nicht fliegen, da ist die Abicht im Weg. Schöne Schiffe, oder? Die alten Fähren. Super hübsch. Jetzt kommt auch Musik in die Sache. Ja, steht da, die Fähre heißt Tonne. So sahen früher die Hafenfähren hier aus. Sind jetzt als Partyboote unterwegs. Da war doch irgendwo noch ein Lotsenboot, oder? Ach, da. Oh. Das fährt nach Hause. Schöne Welle, schöne Welle.
In Zadar gibt es 5 Halunda-Jets, schreibt Anja. Oh wow. (1854), dann geht es wahrscheinlich auch gleich irgendwann mit den Containerschiffchen los. Guck mal, Tonne, Baujahr 1960. Hieß früher Tondorf bis 2007. Danke CNO für die Infos. Tschüss. Elvis Presley grüßt mit Hummel Hummel. Ach, guck mal, wer ist denn da? Hallo! Brigitte ist an Bord. Darfst du überhaupt schon wieder raus? Hört mich nicht. Darfst du schon wieder raus? Darfst du raus? Ja, ich darf raus. Ich darf wieder raus. Christoph, danke dir. Vielen, vielen Dank für die Mitgliedschaft. Da. Brigitte, kannst du filmen ruhig. Er ist auch schon weg. Sie ist schon weg. So, ich könnte ja mal kurz gucken, ob ich da hinten irgendwo was in Waltershof entdecken kann. Wenn ich da mal ranfliege. Ach, da liegt noch die schöne MSC Anna Maria. Aber Santa Clara sehe ich noch nicht. Ever Genius sehen wir da. Das Batman-Schiff. Ja, ja, aber das sind schon die ganze Zeit. Die Schlepper sind schon die ganze Zeit. Und auch hier. Achso, okay. Aber du musst auch raus, weil diese L-Plate, die dazu weiß, die ist ja die Drehvorstellung. Ja, ist ja jetzt bis 58. Dürfte zu sein 2 Minuten.
Also noch tut sich da nichts bei der Santa Clara. Aber ich denke, geht jeden Moment los. Ja, nee, das ist Dings, ne? Das ist Liebes. Ich arbeite bei Edeka. Die sind auch total beliebt, diese Dinge. Alles, was Ja, Anna-Maria soll um 1:30 Uhr raus. Ich glaube, da schlafe ich. Quarkbällchen, also das was. Ist doch gut, da kann man mal stehen. Da hinten sieht man auch ein bisschen Züge fahren von der Hafenbahn. Ich weiß gar nicht, die eine hatte gar nicht mehr. War ja Stuttgart losgefahren mit dem Einwurf. Ja, das war so der Gedanke dahinter. Vor allem, dass ich hier halt früh morgens früh bin. Wenn die Leute vom Stellplatz mit runterfahren. Das ging auch gut von der Drehkreis weggekommen. 20 Minuten und direkt die letzte Lücke. Die haben noch keine Starterlaubnis bei der Santa Clara. Ja, Toronto Express müsste dann auch bald losgehen. Danke, Sebastian. Ja, damit du schnell wieder wegfährst. Ja, genau. Boah, ich habe das ganze Wochenende da gestanden und dann nur geschmissen. Ich habe gar nichts von Hamburg gesehen. Ich mache mal eben ein Foto. Ja. Okay. Lars, der Stream ist jetzt erst ruhig. Eben war hier schon Attacke. Habt ihr auch immer Angst, wenn so eine Welle von einer Hafenfähre angerollt kommt? Das ist echt so krass. Man sieht diese Welle dann von weit kommen und die läuft dann hier direkt auf den Anleger zu. Und dann überlegt man immer, na, werden die Füße nass oder nicht? Also groß sind die nicht mehr. Nee, müsste man mal drauf achten, wenn hier nochmal eine Fähre vorbeifährt. Oh, Toronto Express hat abgelegt. Ja, wird auch Zeit. Auch die andere wird Zeit. Ja, bei der Santa Clara tut sich noch nichts. Oh, der Waschbär für den schönen Stream, 5 €. Dankeschön. Drückt mal die Daumen, dass bei den Cruise Days gutes Wetter ist. Das ist irgendwie verdächtig, dass wir schon so lange gutes Wetter haben. Das muss irgendwann ja umschlagen, ne?
Oh, ey, bloß nicht. Bloß nicht Cruise Days im Regen. Oh nee. Nächste Woche, ne? Ja. 12. bis, ne? 12. bis 14. Das ist krass. Was sagst du das nicht? Das war ja der Grund, dass ich auch vorverlegt habe. Achso, das stimmt, hast du. Olaf, die Acke spült und planiert. Die macht, glaube ich, in der Fahrrinne die tieferen Rinnen oder Rillen oder wie auch immer man das nennen mag, weg. Da scheint ein Beluga zu starten. Soll ich mal mit der Drohne darüber gehen und gucken, ob ich was sehe? Ja, wenn dann eh nur klein. Na, ich sehe, bis jetzt sehe ich noch nichts. Der auf ihr zurückgefahren ist, der gelbe, flache. Ja, richtig, die mitkommen. Der, wo ich brauche. Das ist der drüben Museumshafen an den Vielleicht war es auch gar kein Beluga. Vielleicht haben die auch nur getestet. Manchmal testen die ja Triebwerke oder Bremsen. Das kann natürlich auch sein. Also ich sehe da nichts. Santa Clara hat abgelegt. Ja, jetzt geht's wieder Schlag auf Schlag. Ja. OM-Service schreibt, Acke patentiertes Wasserinjektionsverfahren. Sag mal, kannst du das genauer erklären mal? Für mich und die Zuschauer, was die da ganz genau machen mit Wasserinjektion. Oh, das muss wohl doch ein A321 gewesen sein, aber ich habe ihn nicht gesehen. Bikerlux, ich danke dir fürs Feierabend versüßen. Vielen, vielen Dank. 2,49. Wenn die Fähre weg ist, werde ich noch einmal landen. Weil mit dem Akku komme ich nicht mehr so weit. Ach Mensch, ich könnte eigentlich auch noch mal gleich Werbung für unseren Kalender machen. Vielleicht mag den ja der ein oder andere vorbestellen. Ab jetzt vorbestellbar bis Ende September. Im Oktober drucken wir, Ende Oktober wird dann ausgeliefert. Kommt noch eine Fähre. Ich muss mal gucken, ob ich landen kann zwischendurch. Weil sonst wird das hier knapp mit dem Akku. Das schaffe ich aber.
Also M-Service sagt automatische Tiefenregulierung, hohe Pumpenleistung für kontinuierliche Wasserinjektion. Auskunft von der Firma. Also ich nehme mal an, dass die halt unter Wasser einfach da die Erde hin und her spülen. Oh, da gibt es einen schönen Heizergruß. So, dann machen wir uns mal bereit für Toronto Express und Santa Clara. Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. So, Drohnenbild müsste auch wieder ready sein. Guck mal, jetzt kommt so ein, die Sonne ist gerade so ein bisschen hinter so einem Wolkenschleier, aber guck mal, wie schön die Schiffe jetzt angeleuchtet werden. Echt mit so einem ganz warmen, weichen Licht. Oh, Scholz hat die Langversion rausgesucht, das kann ich jetzt nicht vorlesen. Ihr behaltet die Toronto Express auch im Blick. Irgendwann müsste die auch da hinten unter der Kölbrandbrücke durchfahren, oder ist sie da sogar schon durch? Oh, Scholz schreibt es gerade, ist gleich Brücke durch. Ja, also ich sehe sie hier nicht, vielleicht ist sie schon durch, sonst müsste man die im Hintergrund sehen. Captain Chaos formuliert es sehr treffend. Mit anderen Worten, die rühren die Elbe um. Ja, ist wahrscheinlich schon durch an der Brücke. Die Drohne dreht sich immer nach rechts. Also wenn ich das Zoom-Objektiv anhabe, dreht sie sich immer leicht zur Seite. Sag mal. Michael, ja, das verlagert nicht das Problem. Es ist halt so, dass das Bett in der Elbe nicht ganz ebenerdig ist. Und zum Beispiel die großen Saugbagger, die baggern halt richtig tiefe Furchen in das Elbbett. Und dann muss das halt hinterher geglättet werden. Also dann muss im Prinzip die Erde, die ganzen Sedimente müssen ein bisschen verteilt werden. Da gibt es dann zum Beispiel Chicago, das ist ja so ein, ja, ich sage mal Planierraupe. Die hat so einen großen Schlickflug hinten und zieht dann quasi den Untergrund glatt. Und ja, die Acke wird das wahrscheinlich durch Umspülen machen. Ich nehme mal an, dass sie die ganze Zeit, also die werden wahrscheinlich genaue Daten haben oder vielleicht auch eigene Messgeräte, dass die genau sehen, wo welche Höhenunterschiede sind und dann halt ja, den ganzen Schlick durch die Gegend schieben.
Aber ja, das Problem, also verlagern ist schon richtig, aber es löst ein kleines bisschen das Problem. Oh, schönes Licht jetzt, Leute, schönes Licht. Da braucht der Papa aber gleich auch noch mal ein Foto, ne? Mach doch jetzt eins. Jannik, ich danke dir. Ja, kann ich mal einmal machen. Dann so, und schon fertig. Michael, danke dir, echt starker Stream, gefällt mir. Vielen Dank für das Lob. Ja, heute läuft er gut, ne? Gestern war der Stream ein bisschen zickig. Und zwischendurch auch ein bisschen langweilig. Muss ich ja gestehen. Der hatte sich ein bisschen hingezogen, aber heute passt das eigentlich ganz gut. Kalenderbild für September, sagt AC/DC. Ja, das Problem ist, die Bilder von der Drohne mit dem Zoom-Objektiv, die sind leider von der Qualität nicht ganz so dolle. Ich weiß nicht, ob das für einen Kalender reicht. Muss mal schauen, was man da rausholen kann. Toronto ist jetzt an der Brücke. Oh ja, im Hintergrund sehen wir sie durchfahren auf der Drohne. Da sieht man so ganz in der Ferne, sieht man so ein paar Container, die da hinter der Santa Clara durchhuschen. Die Toronto Express. Ja, Foto habe ich gemacht, mein Schatz. Soll ich da noch ein Foto von machen? Ja, ne? Ja, mach mal noch. Ja, das ist doch schön hier gerade mit der so, fertig. Ach Mensch, war das schön mit Hamburg Süd. Das war auch so toll, als ich in Valparaiso war, also am Ende der Welt. Und dann liegt da ein Schiff, wo Hamburg draufsteht. Oh, Ursi hat wieder ihren Tonnenmann gesehen. Nächste Woche dann live. Da kommt der erste Schlepper, der wahrscheinlich zur Ever Genius geht. Ja, Commodore, Kind der 80er, ja. Die Toronto sehe ich jetzt aber nicht im Hintergrund. Guck mal, die Schwimmkrane von Nahala, das sieht man da.
Steampunk Witch sagt schön entspannt und huhu. Moin, meine Liebe. Das kommt doch jetzt bei dir statt. Nächster Schleppi unterwegs. Aber krass auch der Unterschied, ne? Wenn da so ein 400-Meter-Schiff durchfährt, wie viel man davon sehen kann hinter den Büschen. Und jetzt die Santa Clara, so mal gerade die oberste Containerreihe. Jetzt kommt sie raus. Auch eine schöne Patina. Rot-weiß gestreift. Habe ich rot-weiß gesagt? Schwarz-rot gestreift. Ich war bei Rot-weiß Essen. Ja, Essen, Pommes. Essen, Ne? Pommes. Ja, ja, Genau. Pommes. Rot-weiß Essen, wie Pommes. Der Streifen ist auch nur Zufall. Die sieht so aus, als ob sie schon ein paar Mal durch den Panama-Kanal gegangen ist. Schmutz. Achtung, ich mache ein Foto. Sekunde. Na. Okay, ready. Fertig mit Foto? Hm? Fertig? Ja, ja. Kannst wieder die Drohne. Ja, Toronto Express kann auch nicht mehr lange dauern, bis die aufs Fahrwasser kommt. Guck mal, das sieht doch aus wie so ein Schnurrbart. Hier dein Gesicht.
Ja, Schlepper macht los. Ne, bleibt mal ruhig noch drauf. Oder fährt er dir schon von? Ach, der Dalben kommt, okay. Pass mal auf, dann, ja, jetzt ist die Leine unten. Schlepper Lego. Ähnlichkeit mit dem Kussmund der AIDA, ja. Ja, aber man hat den Lippenstift leicht übergemalt. Konturen nicht so schön nachgezogen. Der Grufti-Style. Ja. Der Lotse ist da. Ja. Auf der anderen Seite. Ich bin schon unterwegs. So blöd ist es geschaltet. So, Seelotse geht an Bord. Elblotse. Elblotse, nicht Seelotse. Jetzt guckt euch das Panorama an. Ja, leider nicht so wirklich großartig beladen. Guck mal, da versperrt uns jetzt ein Fieder die Sicht auf die Toronto Express. Schönes Geräusch wieder. Ja, Tuk-Tuk-Ursi. Boah, das ist auch ein schönes Bild. Darf ich noch ein Foto machen? Gern, aber ja.
Ich muss gleich landen und den ND-Filter abnehmen. Soll ich das mal kurz machen, bevor die Toronto Express kommt? Es wird langsam Lufthansa dunkler. 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Ach, hast schon. Selbstverständlich. Ja. Sehr aufmerksam. So, muss ich ganz kurz mal wechseln. Gibt es noch einen frischen Akku und weiter geht's. Lufthansa 1, wind 040 degrees, Thor, 5 sein Bier knots, ist runway leer. 05, cleared for takeoff. Vielen Dank für 10 Monate. Na, das sieht doch gleich wieder besser aus. Oh, Moment. Oh, schön, die Toronto Express und wer ist denn das davor? Elb? Irgendwas mit Elb? Grün sind meistens irgendwie Elb Wave oder so. Gut dahin. Elb Runner. 139 Meter lang, 22 Meter breit. Die hat sich da aber auch frech noch davor gesetzt. Na, will die Toronto Express da vorbei? Das sieht so aus, ja. Wenn man so schräg drauf guckt, sieht das ganz schön eng aus, ne? Katrin Flugstunden, weiß ich gar nicht, 60 oder so. So um den Dreh. Lotsenboot hat einiges zu tun.
Wobei, das ist das andere, ne? Das ist gar nicht die 3. Aber ein schönes Schiff, die Elb Runner. Sieht auch gut in Schuss aus. Die Elb Runner. Sind schön, die Schiffe, ne? Und dass sie so von der Flut unabhängig sind, ne? Das ist immer. Ja. Die Drohne hat gerade wieder so ein bisschen Signalprobleme. Aber es geht noch, hat ein bisschen gestottert, aber ich glaube, ist okay.
Die wird gerade sehr langsam, die Toronto Express. Will die einen Fototermin bei uns machen? Moin, Hamburg Affenheim. Ja, moin. Hat aber eine schöne, ebene Fläche an Containern oben drauf. Kann man schön Fußball spielen. Allerdings heißt sie bei mir Hamburg Express. Ja, vorher die Aida habe ich von der fotografiert, dass ich so ganz bekommen habe. Dabini, danke für 11 Monate auf Twitch. Dankeschön. Ja, aber die Jungs sind alle schon im Feierabend, die Dex-Crew. Alle Leinen eingeholt. Läuft keiner mehr rum. Jetzt fehlt noch der Lotse. Oder hatte die den Lotsen schon? Ich habe gar nicht drauf geachtet.
Aus Körperich kommen nochmal schöne Grüße vom lieben Chase. 2 Euro, ganz lieben Dank. Vielen Dank. Vielleicht müssen die auch etwas langsamer machen, weil die Lotsen gerade auch am Rotieren sind. Also da kommt auf jeden Fall die 3, Lotse 3, Harbour Pilot 3. So ein bisschen kommt da hinten Sonne durch. Falsche Richtung. Ne, ist schon ganz auf, der Filter. Ach, hast du den schon aufgemacht? Ich wusste nicht, ob ich ihn ganz aufgemacht habe. Ah, okay. Martin, wie aufmerksam. Ja, Martin hat das auch drauf. Boah, geil, wie dicht der da dran vorbeifährt. Und jetzt hinten ums Heck. Nee, bleib mal drauf noch, das ist ja geil. Jetzt habe ich ihn erst. Boah, voll die Lotsen-Rallye hier. Danke an Lufthansen, ja. Eine der besten Investitionen für die Streams. Und Slowworm sehe ich noch. 4 Monate dabei. Danke für deinen Prime-Sub. So, ich mache mal so ein bisschen, Ramontik, Hafenramontik. Boah, ist schon ein bisschen schön, oder? Wo ist Schwester Hansen, unsere Ramontik-Beauftragte? Nee, so ist schöner. Oh, schöner. Nee, ich hatte gerade reingezoomt, aber etwas weitwinkliger ist schöner. Ihr rockt unsere Hafenpint, ihr müsst mal nach Binnen. Dirk, vielen, vielen Dank und liebe Grüße. Danke für die 5 Euro. Ja, ich würde mal gerne ein Foto machen. Das ist eine gute Idee von Garfield. Jetzt. Jetzt 3 kommt. Schon fertig.
Ich glaube, die WS3 kommt schon für die Ever. 400 Meter Schiff, da kommt die Polizei. Blaymore, ja, die Prima ist schon weg. Die ist gleich schon in Norwegen. Nee, die müsste ja schon ein ganzes Stück sein. Ach, hier, Brunsbüttel. So, was sagt der Akku? 53% Drohne. Das wird aber nicht reichen, in der Luft zu bleiben für die Evergreen. Jetzt gucke ich mir das noch mal im ganzen Weitwinkel an. Oh, auch schön, oder? Komm, ja, auch ein bisschen schön. Ja. Aber guck dir das. Ja, das ist auch schön. Das ist auch schön. Komm, ich fliege mal nach Hause. Lufthansa ja 1, schon fast wind da. 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Oha, der Controller braucht auch ein bisschen Saft. Lade ich den auch noch mal auf. Soll ich mal die Filter alle abschrauben? Ja, es wird langsam dunkel. Ups. Soll ich den auch? Schraube ich den auch gerade ab? Ach, die schöne WS3. Warten. Schwester Hansen ist da. Moin. Aber wir müssen gleich Polizeikonten für Schwester Hansen bringen. Ach Hänschen, ich freue mich immer, wenn du da bist. Mal hier kommen wir auch noch. Über den Dübel hochgefüllt. Und so. Jetzt haben wir noch ein bisschen Licht rausgeholt. Dass das noch ausreicht, noch zum Auto die andere Kamera holen. Aber die Ever Genius nehmen wir auch mit. Das wird doch passen.
Oh, ich würde so bei der Bürgermeister Weichmann mitfahren auf der WS3. Da schon mal drauf gehen. Das ist echt ein schönes Boot. Ja, Sonnenuntergang ist so semi. Aber schon ein bisschen schön. Ein bisschen hoch. Und jetzt wieder los. Nee, die blitzen gar nicht. Die blitzen wahrscheinlich von unten, ne? Vielleicht ist das nur ein Gruß gewesen. Lieben Gruß, falls jemand zuguckt von der Wasserschutzpolizei. Einen ganz lieben Gruß. Wir fühlen uns immer so sicher, wenn ihr in der Nähe seid. Also Sebastian meldet auch, dass die Ever Genius jetzt losmacht. Guck mal, jetzt haben wir wieder Flimmerbild von den Abgasen der Fähre. Anke Ivi, ich danke dir für 7 Monate. So schöne Bilder, freue mich auf den Kalender, sagt sie. Ja, ihr habt auch echt schon gut bestellt. Also wirklich vielen, vielen Dank. Also es sind echt schon so viele Vorbestellungen reingekommen. Aber ein bisschen müsst ihr noch warten. So schick mit Elfi. Ja, Super. schönes Bild. Die halten auch gut ihre Position. Geh mal auf die Kamera 2, dann mache ich mal ganz schnell ein Foto mit der großen Kamera, nur dann ist das Bild halt kurz weg. Jetzt musst du einen Moment warten, bis das Bild von der 1 wieder da ist. Dauert ein paar Sekunden. Ja, Kaffee und Kekse für die Polizei. So, Ever Genius legt ab. Geht auch gleich irgendwann das Blaulicht an.
isst die Polizei nicht immer Donuts. Ich glaube, das ist eher in den amerikanischen Filmen. Hier, der Monitor will. Ein neuer Akku für den Monitor. Kommt sofort. Ja, man merkt es langsam, ne? Man steht wie die Beine im Baum. Ja, ne? Merkst du das immer, wenn du einen kleinen Bitte? Abstand hast? Abends? Ja, merkt man schon ein bisschen, ja. Aber gutes Training. Also du musst immer von einem Bein aufs andere tanzen. Das hat sie abgelegt, ne? Ja, die hat abgelegt. Die, Ich wollte eigentlich gar nicht so lange bleiben, aber wenn das so hintereinander geht, dann ja, und so ein 400er von hier ist ja schon immer kann beeindruckend. ich mich auch nicht wehren. Da fahren noch 2 Schlepper rein. Schleppi 84 wollte eigentlich nur mal rasch das Auslaufen der AIDA schauen und zack, hängen geblieben. Ich glaube, das geht einigen so. Aber immer wieder beeindruckend, ne? Wie die Zuschauerzahlen nach der AIDA gleich zack in den Keller. Selfie-Bild, das war ja auch kurz mit dem iPhone gemacht. Also so einen Sonnenaufgang gab es heute Morgen dann wirklich eigentlich nicht. Aber iPhone zaubert. Also die haben heute Airtime, die Polizei. Definitiv. Aber so richtig. Die nutzen das auch. Vielleicht gucken die sich die ganze Zeit jetzt selber an. Hast du da auch Kontakte? Nee. Also einen von den Beamten, der war mal im Chat. Ja. War 1, 2 Mal da. Deswegen sind die so misstrauisch. Steigen sie langsam an. Die beobachten uns die ganze Zeit. Langsam kommen sie näher. Husky, 5 € per PayPal. Dankeschön. Gute Arbeit, Streams und Fotos. Tolles Team, was ihr habt. Grüße vom linken unteren Niederrhein. Herzlichen Dank für dieses schöne Lob. Danke dir. So, Schwester Hansen, jetzt mit voller Aufmerksamkeit. Klar, Polizei ist da, Schwester Hansen ist da. Uhr, ich glaube, jetzt ist offiziell Sonnenuntergang. Ja, Hansi, dass du dir das so gewünscht hast, war mir schon klar. Zum Feierabend ein bisschen Polizei gucken. Jetzt müssen nur die Männer in Uniform noch mal rauskommen. Wie lange haben wir die jetzt schon im Bild? Fast 10 Minuten oder so. Bestimmt. Das Bugstrahlruder der Fähre. Die Zahlen vielleicht noch beibringen, wie man es 360s macht oder so. Da musst du noch bieten. Ja, also ich glaube ganz ehrlich, die hätten da schon Bock drauf. Die Sache ist nur, wenn die Polizei das macht, hast du gleich ein paar Leute,
die rummeckern, was machen die da, verschwenden Sprit, Steuergelder oder sonst irgendwas. Ich kann ja schon verstehen, dass die zurückhaltender sind. Aber ich glaube, Bock hätten sie da schon drauf mit dem Boot. Ich glaube, das kann auch etwas. Das ist jetzt hier Stare-Down, wie beim Boxen. Sich gegenseitig in die Augen gucken. Wer lacht als erstes? Ja, wir können ja mal winken. Gute Idee. Jetzt steht da einer mit Feldstecher. Mal gucken. Wahrscheinlich sitzen die auf dem Boot und lachen sich über uns kaputt. Hauptsache, die haben keine Torpedos. Ja. Du, aber da hinten kommt auch noch ein Schiffchen, ne? Also so zur Abwechslung wäre da im Hintergrund noch ein bisschen schwimmendes Material. Oh, aber schön so nah dran. Okay, noch ein bisschen. Das ist meine Lieblingstasse. So, Lotsen kommen auch. Oh, der Akku ist ja gar nicht voll. Ist der... Ups. Der ist fast voll. Der ist fast voll, der eine. Ja, das ist schon, die dann immer nachzuladen. Aber es geht eigentlich ganz gut. Yves schickt noch mal 10 €, sagt, liebe die 400-Meter-Schiffe, aber muss weichen, da Unwetter übergeht. Bei mir die Qualität, also da Unwetter über, bei mir geht die Qualität runter vom Stream. Ja, Yves, einen schönen Abend und vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Lufthansa 1, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. So. Ja, da kommt auch die Ever Genius raus. Also ich hätte jetzt mal ein anderes Bild zur Abwechslung. Also ich finde, Ich mag das Schiff. der Polizeistream. Der Polizeistream. Martin ist verliebt, hab ich gehört. In die Polizei. Ich finde das Schiff toll. Martin ist ganz verliebt. Ja, Ever Genius, 400 Meter lang, 59 Meter breit. Um die 20.000 Standardcontainer kann sie transportieren. Ich sollte umschalten. Jetzt geht auch das Blaulicht an. Polizei sperrt die Elbe.
Schleppi 84, also der Akku hält so circa 40 Minuten. Je nachdem, wie man so fliegt. 40, 42. Ich glaube, wenn man es drauf anlegt, wird man auch 45 schaffen. Ach, ich habe ja noch ein paar Meter. Ich war ja noch gar nicht auf 50. Sebo, ja, das Polizeiboot ist in der Tat sehr neu. Das haben sie beim Hafengeburtstag getauft. Ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres irgendwann in Dienst gestellt. Jetzt machen sie mal ein 180. Sie kommt. Elvis Presley, willkommen an Bord. Danke für die Fischmarktmitgliedschaft. Big Koi verwöhnt uns mit Details. Er ist gerade aus der Sauna raus. Schön. Schön, herrlich. Keine Hundewelt, keine Hundewelt.
Naja, eine Vollbremsung müssen die anderen Schiffe jetzt nicht machen. Also wenn sie mit Vollspeed jetzt ankommen würden, ja. Aber das wird ja auch alles über Funk durchgegeben, dass die Elbe jetzt gesperrt ist. Polizei achtet in erster Linie natürlich dann auf die kleineren Sportboote, die vielleicht keinen Funk an Bord haben. Guck, die haben auch schon das Blaulicht aus. Sperre schon aufgehoben. Die Ever dreht jetzt schon ein. Also können die auf der anderen Seite schon passieren. Auf der Steuerbordseite von der Evergreen. Oh, richtig schöne Stimmung jetzt. Richtig schön. 400 Meter ist das Schiff. Nee, das ist das neue Grün. Also Evergreen hatte früher eher so ein, ich habe es immer British Racing Green genannt. Andreas, ich war auch schon ein paar Mal in Rotterdam und habe von da gestreamt, aber es ist halt immer doch ganz schön weit. Und lange nicht so schön wie Hamburg. Schön, dass du da warst. Tschüss. Oh, Licht am Anleger. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Die lässt sich aber schön Zeit. Haben wir auch schon flotter gesehen. Komm, die kriegt jetzt auch mal Musik.
Ach, der Lotse war schon da. Boah, wie der da hinterm Schiff herheizt. Und die Mücken kommen. Und jetzt bei ISO 3200 ist eher KI dabei raus. Schön gesehen. Dirk schickt nochmal 5 Euro. Sagt, mir ist gestern mein Motor kaputt gegangen. Hat jemand die Nummer vom Mechaniker? Ich rufe mich ungern selbst an. Ah. Danke dir nochmal für 5 Euro, Dirk. Also ruf mich nicht an, wenn du das Boot liebst. Boah, sind das schöne Bilder, ey. Mann, oh Mann. Haben wir ja wieder Glück. Richtig Glück heute wieder. Hammer, echt. Also vom Licht her genau richtig. Das haben wir bestimmt der Polizei zu verdanken. Wenn wir die Polizei rausschneiden, ist der Stream nur halb so lang. Langsam fängt es an zu rauschen, ne? Auf der gerade großen- ganz auf komischen Ja. Einstellungen hier. Ah, obwohl, aber da kannst du doch. Das ist doch super. Ja, aber es war eben auf 32.000. Ja, 32.000 ist ein bisschen viel. Ist ein bisschen sehr sportlich. Das rauscht etwas sehr. Ja, dann würde ich jetzt mal so langsam zur Landung ansetzen. Du bist drauf, ne? Ich bin drauf. Ne? Ja. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land.
Ach, wolltest du die Drohne filmen? Nö, ich kann ja noch mal zurückfliegen. So. Soll ich mal ein 360 machen? Ja, jetzt. Die erkennt rechts schon ein Hindernis, deshalb fliegt die nicht so schnell nach rechts, weil da was ist. Schiffe, die sind nicht so schnell. Können ja irgendwann mal Drohnenverfolgung üben. Gut, das war doch eine saubere Sache, oder? Das war ein richtig schöner Abend. Das erste Mal Hamburg hier auch. Du bist das erste Mal in Hamburg? Das hat nichts gebracht. Genau, das erste Mal ist es nicht. Mich trotzdem durchgelatscht. Aber damit, dass ich noch Ja, gut. kurzfristig diese Kurzschlussentscheidung heute nach dem 1 gemacht Aber habe, ja. ins Auto zu steigen. Ja, ihr lieben Mensch, das war doch ein wirklich schöner Stream. Ach, guck mal hier, der Claude ist noch da. 8 Monate auf der Speicherstadt für richtig tolle Bilder. Dankeschön, Claude. Ja, also ich fand, das war ein richtig schöner Stream. Ja? Angefangen mit AIDA und dann langsam gesteigert bis hin zu einem 400 Meter Containerschiff. Gefühlt eine halbe Stunde Polizei-Content dabei. Das schneide ich raus für Schwester Hansen alles. Das kann sie sich dann in Dauerschleife angucken. Machen wir eine Tapete draus. Jo, oh. Ja, aber da müssen halt noch ein paar Beamte aufs Boot. Das machen wir aber mit KI. Photoshop. Mit KI einfach. Ne? KI soll einen Polizeibeamtenkalender generieren. Ja, richtig klasse. Also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Danke für eure Aktivität im Chat. Das war wieder richtig nett. Vielen, vielen Dank auch für die großzügigen Kanalunterstützung auf YouTube und auch auf Twitch. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Also das ist echt unglaublich, was ihr mal raushaut. Und natürlich auch ein fettes Dankeschön wieder an unsere lieben Moderatoren, die wieder alles gegeben haben. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr Lieben, habt alle einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Stream bei Hamburg Hafen Live. Over and out.